Hier also sind wir nun an diesem wunderschönen Sonntagnachmittag hier am Ort, an dem alles begann. 19 Jahre habe ich in diesem Haus gewohnt. Da wo jetzt dieser Container steht, da stand früher ein großes rosarotes Schiff, fast so lang wie das Haus. Um dieses Schiff geht es in diesem Film nicht. Sowieso, wie soll man einen Film machen über etwas so Großes, so Kolossales, Tonnenschweres, das nicht den kleinsten Abdruck hinterlassen hat auf dem Boden, auf dem es stand. Dieses Dorf teilt sich in ein Oberdorf und ein Unterdorf. Dazwischen verläuft diese Straße. Hier wird immer wieder mal jemand überfahren. Hier, ich möchte euch etwas zeigen. Diese perfekte Linie. Ausgehend von da, dann nach oben, ein bisschen wackelig und dann ein Strich. Zack, 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 zack. Und dann noch sowas hier. Das war ich. Wie alt war ich da? 3, 5? Wie alt sind Kinder, die sowas machen? Eine wunderschöne Tür für immer verschandeln. Ich glaube nicht, dass ich eine solche Perfektion des Ausdrucks, diese Strichführung in meinem ganzen künstlerischen Schaffen je wieder so hinbekommen werde. Vor allem glaube ich nicht, dass ich je wieder eine so dauerhafte Spur hinterlassen werde. Diese hier hat es überlebt. Ich will in diesem Film auf die Suche gehen nach anderen solchen Spuren von mir, von anderen. Schauen, was übrig geblieben ist von uns. Hier der Garten. Diese Platten hier habe ich hier hingelegt. Echter Waschbeton. Sau schwer.
ich eine ganze Woche lang Rückenweh deswegen. Aber mittlerweile ist das Rückenweh weg. Die Platten sind immer noch da. Das ist das Gute an der menschlichen Kondition. Dieser Baum hier. Sieht man das? Zu hell. So. Dieser Baum wurde gepflanzt zur Geburt von Lea. Die wohnt da. Finde ich ein schöner Brauch. Das Kind wächst, mit ihm der Baum. Ich denke, bei so etwas ist es immer wichtig, dass man sich eine gute Sorte Baum auswählt. Eine, die gut wächst, gerade, schön, nicht plötzlich verkrüppelt. So etwas, eine Pflaume, empfehlenswert, macht sich gut. Abzuraten von umgetopften Weihnachtsbäumen. Wir wagen es nochmal im Oberdorf. Wie gesagt, ich war nie viel hier. Ich kann mich eigentlich nur an zwei völlig unabhängige Ereignisse erinnern. Das eine, das Mädchen, das in diesem Haus gewohnt hat, Laura. Die haben so eine Bärenfalle im Garten. Da, zwischen dem Grün. Jetzt sieht man sie gar nicht mehr. Mir eine Heidenangst gemacht als Kind. Wenn man jetzt da drüber läuft, die wäre immer noch scharf. Und das andere, da hinten. Hier, denn da war eine Hecke. Wahrscheinlich da. Da bin ich als Kind hingekommen und sah dann dieses Auto. Das lag so ungefähr da. Ja. Ich habe das mitgebracht, das Auto. So, hier. So sah das aus. So. Und das habe ich dann genommen. In meine Sammlung einverleibt. Mich ein bisschen geschämt. Aber zurückgebracht habe ich es nie. Man kann das so lustig aufmachen hier hinten. Wir verlassen diesen Ort. 19 Jahre hatte ich hier gewohnt. Dann bin ich endlich ausgezogen. War ganz okay, aber als dann 2 Jahre später, vor ein paar Monaten, auch meine Eltern ausgezogen sind, seither fühlt sich dieses blaue Haus mit dem rosa Schiff, jetzt ohne das rosa Schiff, irgendwie verlassen an, fremd. Es tut weh, dahin zurückzukehren.
hier in Deutschland. 100 kann man hier fahren, muss fast 100 fahren. Kleben einem sonst immer hinten dran. Hier ist jetzt 70. So, aufgelöst. Ein kurzer Sprint. 100. Hier links kommt jetzt was, das wollte ich euch noch zeigen. Ja. Da sind 2. Und da links nochmal 3. 4. Das aus Stein mitzählt. Sind alle neu. Ein paar Wochen alt. Die Straße hat es in sich. Irgendwann verwittern diese Kreuze und dann nimmt man sie wieder ab. Ich denke, die Leute werden schon ordentlich auf dem Friedhof bestattet. Ich denke, diese Kreuze am Straßenrand sollen die Leute an irgendwas erinnern. Jetzt fahren wir in die Schweiz. So. Das war einmal meine Schule. Und das hier. Viel ist davon nicht mehr übrig, wie mir scheint. Steht seit Jahren leer. Bushaltestelle. Hier die Telefonkabine. Was noch davon übrig ist. Als ich hier zur Schule ging, gab es noch ein Mädchen. Das hatte so eine Karte, mit der hat sie dann telefoniert. Wir haben sie alle sehr bewundert. Wir durften noch gar kein Handy haben. Später hatten dann alle eins. So wie das jetzt hier aussieht, hat sie jetzt auch eins. Habe vor einer Weile in der Zeitung gelesen, dass in ein paar Tagen, ich glaube, es ist der 25. November 2019, soll die letzte Telefonkabine der Schweiz abgebaut werden. Ja, ja. Hier ziemlich genau an diesem Tisch saß ich, als ich zum ersten und übrigens auch zum letzten Mal eine Heißleimpistole bediente. Ja, das wirkt bis heute nach hier. Diese Narbe hinter dieser wunderschönen Uhr kommt davon. Da hinten an dem Waschbecken habe ich mir den Heißleim abgespült. Geschrien natürlich. Dann musste ich wochenlang so eine Sonnencreme mit Schutzfaktor 50 drauf machen. Keine Ahnung, was das bringt. Dieser Spielplatz, den haben die auch neu gemacht. Haxe Hüsli.
Polizei. Und was haben wir hier? Schlössli. Ja, komisch. Wir früher haben den Orten einfach selber Bedeutung gegeben. Jetzt muss man das für die Kinder anschreiben, damit sie nicht verwirrt sind, wenn die Polizeistation gleich aussieht wie das Schloss. Dass diese Kinder hier wohl gespielt haben, dass eine solch aufwendige Abzählung erfordert hat. Schwer zu sagen. Hier von dieser Kiste hat meine Schwester mir immer erzählt. Da gab es einen Jungen und ein Mädchen in ihrer Klasse oder in ihrem Kindergarten. Und sie hatten da immer so einen Witz, sie wollten die zwei verheiraten. Und meine Schwester fand das besonders lustig und die hat dann angefangen, in dieser Kiste hier Dinge zu sammeln, die für die Hochzeit notwendig waren. So improvisiertes Brautkleid und, weiß nicht, vielleicht ein Zylinder, was man halt so braucht für eine Hochzeit. Ja. Das ist schön. Wem mag das wohl gehören? Ja. Vielleicht. Ja. Hier drin hatten wir mal ein Geschäft. Mein Vater versucht hier Spielzeug zu verkaufen. Jetzt hat hier eine Weile lang ein Inder versucht, Döner zu verkaufen. Hat wohl auch nicht funktioniert. Und hier gab es alte Autos. Jetzt gibt es nur noch Pneus offenbar. Hinter diesem Haus hatte ich mal ein schönes Abenteuer. Ich hatte so einen Freund damals. Ist das fraglich? War ich der schlechte Einfluss oder er? Oh. Naja. Also, der Mann, dem dieser ganze Komplex gehörte, der hatte hier hinten so einen Garten. Das war also ungefähr hier, da war so eine Art Teich. Und da waren so ein paar Büsche und vielleicht, ja genau, eine Feuerstelle. Und also ich und er, wir haben dann hier gespielt, also ich und der Junge. Und das sind dann so unter irgendwelchen Anhängern, da standen auch schon Anhänger uns drunter versteckt und dann irgendwann sind wir dann in diesen Garten gegangen und der Garten, das war natürlich verboten, der gehörte ja nicht uns, das war der Garten hier des Besitzers und es war schon relativ spät, es hat angefangen dunkel zu werden und waren da diese Lampen, also der Garten hat schon ziemlich scheiße ausgesehen damals, aber es war so ein kleiner Ort der Besinnlichkeit inmitten diesem großen, stinkigen Kohlfeld. Aber ich glaube nicht, dass der Besitzer hier jemals war. Auf jeden Fall haben wir dann die Lampen zerschlagen. Das waren so weiße Kugellampen. Haben wir kaputt gemacht. Und die Teile haben wir in den Teich geworfen. Und da war auch dieser Kamin mit
mit dieser Platte, auf der man, der war halt aus so Stein und da war so eine Steinplatte und die war schon halb kaputt und dann haben wir sie nochmal an den Boden geworfen, dann brach sie ganz auseinander und dann haben wir auch einen Teil genommen und da in den Teich geworfen. Ich glaube, danach sind wir dann ganz schnell weggerannt. Wir konnten das natürlich nicht lange geheim halten und dann mussten wir uns entschuldigen bei dem Mann und wir haben ihm die Hand geschüttelt und zusammen mit unseren beiden Vätern haben wir dann diesen Garten wieder hergerichtet, so gut wie es ging. Schön ist das, wenn man noch nicht strafbar ist. Aber dieser Moment, er, mein Vater, sein Vater, dieses entsetzliche Schweigen, dieses Schweigen, mit dem wir die Steine wieder aus dem Teich holten. Ich weiß auch nicht, ob, nachdem wir das repariert hatten, der Besitzer nochmal hier an diesem Tümpel saß und über das Kohlfeld geschaut hat. Auf jeden Fall scheint es diesen Garten nicht mehr zu geben. Ich weiß auch nicht, ob es den Besitzer noch gibt, ob ihm immer noch diese Anlage gehört, den ganzen Geschäften, die auf und zu gehen. Mittlerweile gibt es die Post hier auch nicht mehr, die Bank sowieso nicht mehr. Was machen all diese Autos hier? Hier in dem gelben Haus, da war ich früher so einer Tageshort und ich habe es gehasst. Immer nur Spinat und Dörrbohnen und das Glas mit Wasser oder mit kaltem Pfefferminztee, das haben sie einem immer nur bis zur Hälfte gefüllt. Ja, da oben bei dem großen Fenster in der Mitte, da saß immer so ein Junge auf seinen Knien. Der hat den ganzen Tag da aus dem Fenster gestarrt. Der hatte Autismus und für den gab es nichts Schöneres, als hier den ganzen Tag rauszugucken. Die Straße, die ich eben gezeigt habe. Der hatte auch so eine Kiste mit kleinen Autos und eigentlich das Einzige, was er getan hat, wenn er gerade nicht aus dem Fenster geguckt hat, den Autos hier auf der Straße zugesehen hat, das war, dass er mit diesen Autos gespielt hat. Und er hatte ein Auto, das war ich ganz besonders scharf. Es war violett. Und hier ist es. Ja, cool, oder? Richtig futuristisch. Ich selber hatte eine eher kleine Sammlung. Ich glaube, am Schluss hatte ich 200 Autos. Ich kannte mal einen, der hatte 500. Der hatte ein ganzes Zimmer nur für seine Autos. Ein Zimmer hatte er zum Videospiel spielen, ein Zimmer zum Schlafen und eines für seine Autos. Das hier wäre die Bezirksschule, an die ich eigentlich gekommen wäre. Die wurde dann geschlossen wegen zu weniger Schüler. Und jetzt steht sie leer. Man hat mal gesagt, wir
könnten vielleicht ein paar Asylanten hier unterbringen. Aber das wollte man nicht. Da gab es eine Interessengemeinschaft. Der Ort hätte ja dann aus einem Drittel Asylanten und 2/3 Restbevölkerung bestanden. Was wir mal beobachten müssen, bei jeder Schule, jeder Primarschule, jeder Oberstufe in der Schweiz gibt es so ein Ding. Eine Arena, die irgendwie auf das Gebäude zeigt, aber völlig unmotiviert, ohne dass da irgendetwas ist. Und noch nie wurde so eine Arena für irgendetwas benutzt. Aber ich glaube, die Architekten stellen sich das so vor, dass man dann sich so da hinsetzt und irgendeine Art von Theater aufführt oder sich politisch betätigt. Weil das Schulhaus jetzt so schön leer steht, haben die hier ein paar Container hingestellt. Das ist jetzt das Provisorium für die Heilpädagogische Schule aus Bülach. Ich weiß nicht, wie sie diese Kinder heilen wollen, ohne Fenster. Ja, ich meine, diesen Baum, das ist der beste Kletterbaum der Welt. Im Sommer haben hier immer mindestens 3 Kinder drauf gesessen. Es gab aber einen, der war vor meiner Zeit, der saß da immer drauf, hat niemanden sonst hingelassen. Und der hat dann auch angefangen, so wie Seile um den Baum zu binden. Wozu, weiß ich nicht. Vielleicht um besser hochzukommen. Aber der Baum ist dann weiter gewachsen, hat die Seile verschlungen und man hat dann nur noch die Stummel davon gesehen. Hier. Ich glaube, das ist noch eine. Ja. Kommt da aus dem Baum heraus. Wie so eine Art Halsband, wie eine Leine, die man den Baum umlegt, die irgendwann Teil von ihm wird. Wir sind hier jetzt in dem Haus, wo meine Eltern und meine Schwester mittlerweile wohnen. Hier ist eine ziemliche Unordnung und auch nicht so viel Licht. Hier sind noch ein paar von den Spielsachen, die mein Vater damals versucht hat zu verkaufen. Ein altes Schlagzeug. Und ich wollte hier eigentlich einen Ziegelstein zeigen. Dieser Ziegelstein, den haben wir gefunden, als ich und mein Vater zusammen angefangen haben, dieses Haus zu entkernen und zu renovieren. Auf diesem Ziegelstein war in den noch feuchten Lehm eine Handfläche eingedrückt. Dieses Haus ist ungefähr 400 Jahre alt und die Leute, die es damals gebaut haben, die haben wohl versucht, damit eine Botschaft zu hinterlassen, eine Art Spur. Sie haben nicht ihren Namen hingeschrieben, sie haben keine Pläne dagelassen, aber diesen Handabdruck. Ja, und jetzt bin ich nicht mehr in der Lage, diese Steine zu finden. Ich habe meinen Vater angerufen und er meint, dass er nicht weiß, wo sie hingetan worden sind. Dass sie möglicherweise in der Mulde vor dem Haus gelandet sind, früher oder später.
Ich glaube, dass dieser Teil der Schweiz, hier diese Gegend, dass die sich zunehmend auflöst. Dinge verschwinden. Zumindest für mich. Das wäre auch eine persönliche Geschichte, aber ich denke, vielen anderen geht es auch so im Moment. Wir sind im Niemandsland zwischen Deutschland, Zürich und dem Aargau. Hier lohnt sich keine Mobilfunkantenne, hier lohnt sich keine Schule. Und doch sind hier noch viele Menschen. Aber sie alle sind, von ihnen geht ein merkwürdiges Gefühl aus. Ein Gefühl der, man kann es vielleicht Zersetzung nennen. Hier sind wir am Oberstufenzentrum. Hier möchte ich nochmal auf ein paar architektonische Details hinweisen. Dieser Brunnen hier, das ist der Brunnen, wo man immer Ende Schuljahr hineingeworfen wurde. Und hier dieser Lift in diesem schönen Gebäude, der wurde nachträglich eingebaut. Wegen einer einzigen Schülerin, die im Rollstuhl saß. Nur wegen ihr haben sie diesen Lift gebaut. Und eigentlich cool, aber ich habe gehört, das Gebäude soll jetzt dann bald abgerissen werden. Deswegen dachte ich auch, ist es wichtig, das jetzt doch noch zu zeigen hier. Das hier, dieser Pickel in der Erde, das ist, wir nannten das immer den Idiotenhügel. Das war natürlich nicht der offizielle Name. Ich weiß auch nicht, ob das einen offiziellen Namen hatte, aber es wurde halt so von Generation zu Generation weitergegeben. Und irgendwann, als sie das Schulsystem im Kanton Aargau umgestellt hat, da gab es so ein komisches Loch in den Klassen. Und da frage ich mich jetzt, ob das heute auch noch so heißt, ob da eine Art Wissensunterbruch stattgefunden hat. Und auf jeden Fall, auch wenn der Hügel so hieß, man wollte immer oben drauf stehen. Und besonders im Winter, wenn der dann so vereist war, war das ziemlich gefährlich, wenn die Leute sich hier gegenseitig runtergeschubst haben, nur um ganz oben stehen zu können. Survival of the Fittest eben. Und da hinten, da haben wir mal einen an einen Baum gefesselt. Ja, jetzt hier gibt es wieder eine von diesen schönen Arenen. Die ist besonders sehenswert, weil genau da in der Mitte, da wo dann eigentlich irgendwas stattfinden sollte, da ist dann diese Gebäudestütze. Und deswegen ist das auch ganz nebenbei ziemlich mieser Aufführungsort. Aber was mir jetzt eigentlich gefällt, wo ich mir jetzt auch ein bisschen Sorgen drum mache angesichts dieser Umbaupläne, das ist ganz unscheinbar hier neben dieser schönen optischen Täuschung, die nicht richtig funktioniert. Wir haben damals so 2 Emos dahin gepinselt, also eigentlich waren das Scenes, haben sie sich genannt. Der Unterschied ist, dass Scenes haben gefärbte Haare. Und das nimmt natürlich Bezug hier auf dieses Schachbrett. Und wenn man sich jetzt mal dieses Schachbrett genauer anschaut, dann will man hier
in dieser Ecke feststellen, dass da was nicht stimmt. Da sind 2 Platten vertauscht und machen natürlich so dieses ganze Spiel unsinnig. Diese Platten, muss man dazu wissen, die waren früher lose. Da konnte man so dran rumrütteln und die rausheben. Und dann habe ich mal mit 2 Freunden hier diese beiden Platten getauscht. Und es war hier eine ziemlich, wie soll man sagen, repressive Schulleitung. Wir haben eigentlich nur darauf gewartet, dass die das wieder rückgängig machen. Aber es hat ja hier nie jemand Schach gespielt und deswegen ist das auch irgendwie gar niemandem aufgefallen. Und dann eines Tages haben die hier diesen Platz hier, wo immer die Leute mit BMX so Trick gemacht haben, da auf diese Kuppe, haben die neu asphaltiert und dabei genau diese Ecke hier so wunderschön perfekt in den Boden eingelassen, dass diese Platte jetzt wirklich gar nicht mehr zu bewegen ist. Und deswegen glaube ich, dass, wenn etwas von mir die nächsten 400 Jahre überdauert, dann allenfalls das. Aber eben, auch hier, die Zukunft ist ungewiss. Nur noch hier ganz schnell ein kleines Detail, das ich eigentlich jedem immer zeige, mit dem ich hierher komme. Das ist dieser wunderbare Bogen hier zwischen diesem Schulbauhaus und dem anderen. Das ist hier von so einer Künstlerin aus der Region und soll wohl zeigen, wie die Kinder von der einen Seite und der anderen aufeinander zugehen, miteinander spielen und dass hier die Sekundar- und die Realschüler und die Primarschüler, dass die alle ein Herz und eine Seele sind. Aber was ich so toll finde hier ist, dass, wenn man sich das mal ganz genau anschaut und ein bisschen den Winkel ändert, stellt man fest, dass das eigentlich gar nicht ein Bogen ist, sondern 2. Einen ganzen Meter versetzt. Und dass all diese Kinder total ins Leere laufen, aneinander vorbei. Hier da unten schießen sie. Von dem Haus da in das Haus. Da hoch, gegen den Wald. Und hier oben, da sind wir Pfadfinder. Hier machen wir immer unser Feuer. Ja. Aber manchmal machen wir das Feuer auch hier hinten im Wald. Und echte Pfadfinder müssen ihr Feuer ja immer so machen, dass man es nachher nicht mehr findet. Manchmal machen wir hier auch so kleine Hütten mit den Kindern. Bleiben dann ein paar Wochen stehen. Irgendwann fallen sie auseinander. Hier ist eine. Tatsächlich. Genau. Ganz einfach konstruiert. Aber wunderschön eigentlich. Manchmal haben wir das Problem, dass die Kinder zu weit nach hinten in den Wald rauslaufen, wenn sie gerade keinen
keine Aufgabe haben, dann fangen sie an zu spielen. Und manchmal sind sie so weit weg, dass sie dann das Pfeifen mit der Trillerpfeife nicht mehr hören. Dann muss man sie da zusammensuchen. Das kann ganz schön mühsam sein. Ja, aber die sollen da wirklich nicht nach hinten. Also hier, da gibt es so ein schönes Schild. Ja. Ja. Genau. Deswegen. Aber gut, gibt es diese Tradition, Pfadfinder, die schützen. Es gibt in den Pfadfindern hat ja jeder Pfadfinder bekommt, wenn er anfängt, einen Pfadfindernamen. Und dann gibt es zum Beispiel ein Kind, das heißt dann Igel, eines heißt vielleicht Dachs oder so. Also diese Namen haben immer eine Bedeutung, eine versteckte. Einer, der Igel heißt, der bleibt vielleicht immer für sich. Und jemand, der Sirene heißt, ist immer sehr laut. Ja. Und das Schöne an diesen Namen ist, die versteht man am Anfang selbst gar nicht. Also der Leiter sucht diesen Namen für einen aus und dann hat man den für viele Jahre. Und der versteckte Grund, aus dem er diesen Namen ausgesucht hat, den erfährt man dann erst Jahre später. Es gibt zum Beispiel auch einen bei uns in der Gruppe, der heißt Pirat. Das finde ich besonders schön. Der heißt so, weil er immer so viel geklaut hat.
störrisch und charmant. In meinen Augen. Man hat dann irgendwie so nichts Greifbares. Es kann. Das ist etwas Wichtiges. Man hat des Jus Sanguinis, also dass man Vorfahren braucht, Deutsches. Per Langenthal siamo un minuto in Im Sommer der neu gewählte Gemeinderat. Wechselt und keiner Chronologie folgt, nicht. Und alle wollen nur eins. Das ist jetzt noch einmalig in der Schweiz. Zum Beispiel Zeit überbrücken. Will this aching pass? Will this night be through? Das hier war dann die nächste Schule, an die ich gegangen bin. Das Gymnasium von Baden. Fritz Haller, Sputnik-Schock. Schöne Anlage, also nicht das hier vorne, das entsetzliche Ding, das, die hinteren Gebäude. Ich wollte hier eigentlich eine Spur zeigen, das ist in einem Verbindungstunnel zwischen diesem Gebäude hier mit 6 und diesem hier mit der 7. Da gibt es so einen Schaukasten mit verschiedenen Mineralien und da habe ich mal so zwischen die Vitrinentüren, da gab es so einen Spalt dazwischen, habe ich eine Titelseite von einem Buch namens Il faut sauver Said gesteckt. Das hatte ich so abgerissen von einem Reklambuch. Und das lag dann da drin, neben den Mineralien. Und das lag sehr lange da drin. Mehrere Jahre hat niemand diesen Kasten umdekoriert oder es für nötig gehalten, das da rauszunehmen. Und wir hatten damals einen in der Klasse, der hieß auch Said. Und der hatte Schwierigkeiten, hat zu viel geschlafen, oft die Schule verpasst. Das war dann das zweite Mal, dass er wiederholt hat. Dann hat er es noch einmal probiert und ja, ich weiß nicht, wo er jetzt ist, aber ich habe dann immer so aus Spaß gesagt, vielleicht ist das sein Fluch, diese Seite Il faut sauver Said in diesem Kasten und dass er erst wieder frei sein wird, dass es ihm wieder besser geht, wenn diese Seite mal da rausgenommen wird. Ja, leider kann ich das jetzt nicht zeigen, weil ich hatte ja mal einen Schlüssel hier, um in all diese Gebäude reinzukommen. Der wurde mir dann weggenommen. Ich habe die Angewohnheit, an allen Institutionen, wo ich mich aufhalte, immer so seltsame Trivia anzueignen. Zum Beispiel besitzt die Kantonsschule Baden da oben hinter dieser Wand einen Picasso. Ja, wirklich, also eine Zeichnung, kein Gemälde, aber trotzdem. Und ja, das kann man sich nie angucken. Das ist hinter Schloss und Riegel sozusagen. Ja. Und da hinten im Dunkeln, das sieht man jetzt schlecht, da ist noch so eine Turnhalle. Und da hat mal einer in meiner Klasse quer durch die Turnhalle mir so eine Holzkeule an den Kopf geworfen.
und das hat eine ziemliche Wunde gegeben. Es war dann Blut überall und William hat das aufgeputzt, glaube ich, das Blut. Und der Sportlehrer hatte dann total Schiss und hat mich ins Krankenhaus gefahren und die haben mir diese Geschichte echt nicht geglaubt im Krankenhaus und ich musste sicher eine Viertelstunde mit Platzwunde am Kopf mit denen argumentieren, weil ich meine Krankenkassenkarte nicht dabei hatte, wie ein anständiger Mensch. Und also wenn ich je mir eine Glatze schneiden muss, dann wird das total scheiße aussehen, denke ich. Aber das ist auf eine Art auch okay, denke ich, weil der diese Keule damals geworfen hat, der hatte so eine Hasenscharte von Geburt an. Und genauso wie ich nicht wollte, dass er mir eine Keule an den Kopf wirft, wollte der sicher diese Hasenscharte nicht. Und so gesehen vielleicht ausgleichende Gerechtigkeit. Man hat mir meinen Schlüssel weggenommen und hat mir meine E-Mail-Adresse weggenommen. Ich kann mich hier nicht mal mehr ins WLAN einloggen. Ich bin für diese Schule existiere ich nicht mehr. Das war für mich lange Zeit schwierig, damit umzugehen. Und da hinter in diesem Gebäude, da hängt ein Zeugnis. Vielleicht sieht man das. Ich gehe mal schnell. Ja, wahrscheinlich ist es da dunkel. Aber ja, da ganz dezent hinten an der Wand sieht man das Zeugnis von Albert Einstein. Das wurde da aufgehängt, um zu zeigen, dass Albert Einstein eine 3 in Französisch hat und es trotzdem zu was gebracht hat. Aber Albert Einstein war gar nicht an dieser Schule. Noch ein kurzes Wort hier zum baulichen Kontext. Also das sind wie gesagt die alten Hallerbauten. Das hier ein Provisorium seit vielen, vielen Jahren. Es gibt auch nochmal ein neueres Provisorium und die Schule hat zu viele Schüler, es muss neu gebaut werden und da war ich in einer Gruppe dabei, wo man sich unterhalten hat, wie das neue Gebäude aussehen soll für diese Schule. Und da haben wir lange diskutiert, uns viele Dinge angesehen und eigentlich alles, was dann dabei herausgekommen ist bis heute, das war dann so eine Zeitkapsel und die gibt es hier tatsächlich noch, habe ich festgestellt. Also hier. So. CG Sipuso Kanti 2025. Man sieht da vielleicht, das hat sich schon so ein bisschen abgeblättert hier. Es ist jetzt schon ein paar Jahre da und diese Deadline, die rückt immer näher. Ich weiß nicht, ob die das hinkriegen, bis dann noch ein Gebäude zu stellen, weil mit diesem metaphorischen Grundstein hier, ich glaube, damit ist es noch nicht getan. Wir haben da, das ist so eine Messingrolle da im Boden mit einem Papier drin, einem großen. Da haben alle Lehrer und auch ich, also ich war ja nicht Lehrer, aber von der Schülerorganisation, wir haben da alle unterschrieben. Und ich glaube, bis hier dann dieses Ding, also das war auch einer der erklärten Wünsche der Lehrer bei diesem Workshop, dass man dieses Gebäude abreißt. Also wenn es dann abgerissen wird dann diese Zeitkapsel sicher exhumiert. Aber bis dann ist meine Unterschrift noch hier. Noch bin ich nicht ganz von diesem Ort entfernt. Nun,
Da wären wir. Sonntagabend, 8 Uhr. Wieder mal am Ort der Sehnsüchte, dem Hill, wo so viele hinwollen, irgendwas mit Technik zu machen, vielleicht auch was mit Kunst. Hinter dieser Wand liegt das Lebenswerk von Heinz Isler, dem vielleicht berühmtesten und wichtigsten aller Schalenbauer. Das wissen die wenigsten hier. Die paar Leute, die mit dem Auto hierher kommen, und wie man sieht, es sind nicht viele, haben doch keine Ahnung, was hier verborgen liegt. Das ganze Lebenswerk eines Mannes. Vielleicht das einzige Zeichen dafür, dass hier irgendetwas passiert. Das hier. Der neue Zivi ist wohl Raucher. Hier auf diesem Parkplatz, da stand oft ein Porsche. Sowieso stehen hier meistens nur Porsches in dem Parkhaus. Und eines Tages, da war auf dem Dach dieses sonst so sehr sauberen und schönen Porsches, da waren so Dellen. Und es gab so Schuhabdrücke, so staubige auf dem Auto, als wäre jemand drauf rumgetanzt. Und die Schuhabdrücke hatten das Profil der Schuhe von dem, der hier mit mir gearbeitet hat in dem Archiv. Aber er hat immer abgestritten, dass er das war. Hinter dieser Tür sind unter anderem die Ziam-Bestände vom GTA-Archiv. Und da habe ich zum Teil Briefe gelesen und sortiert von 1928. Gründung von Ziam. Und das ist so eine Spur, oder? Da hat man einen Brief, ein gelbliches, abgenutztes Papier, und vorne drauf schreibt Corbusier mit seiner schönen Schrift über das, was er über die moderne Bewegung denkt und wie man sich organisieren muss. Und hinten drauf, da habe ich dann mit Bleistift die Seriennummer draufgeschrieben von diesem Brief. Und ja, das ist natürlich der weniger intellektuelle Teil von diesem Brief, die Rückseite. Aber ist trotzdem schön so. Und ich kann das jetzt leider nicht zeigen, weil es Sonntag ist und das Ganze natürlich schön weggesperrt ist hier. Und das ist jetzt schade für den Film, denke ich, aber angesichts meiner Spuren und meinem Geltungsbedürfnis, dass diese Spuren, die ich gemacht habe, auch bleiben,
ist das ganz beruhigend, dass man hier nicht einfach so reinspazieren kann, wann man will. Und eigentlich sollte dieser Film hier enden, im Stockwerk C, wo das Büro ist vom GTA. Aber wie ich dann festgestellt habe, als ich letzte Woche hier an die Abendführung gegangen bin, gibt es das hier alles gar nicht mehr. Das wird hier alles auseinandergenommen. Und da hinten, da war eine Wand mit dem Bild, das ich damals gemacht hatte, und einen Wettbewerb gewonnen hat. Und ich war mir sicher, das hängt noch. Und hatte aber ein bisschen Angst, dass wenn ich dann hierher komme, dass das gar nicht mehr da ist, dass sie es inzwischen abgehängt haben, weil es irgendein schönes Plakat gab oder so. Und auch die Postkarten, die ich ihnen geschickt habe, dass die nicht mehr da hängen. Und jetzt komme ich hierher und die ganze Wand, nicht nur das, was drauf fehlt, drauf war, die ganze Wand fehlt.